24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer und herzlich willkommen zur 4. Folge des YPC Bank 2023. Heute zeigen wir euch die zweite Hälfte des ersten Angeltages in Gruppe B und bis hierhin muss man sagen, Mark Paczowski tut wirklich alles dafür, sein letztjähriges Vorrundenaus schnellstmöglich vergessen zu machen. Mit der frühesten YPC Bank Full Card aller Zeiten steht der Mann von Ilex derzeit mutterseelenallein an der Spitze und beginnt mit dem Upgraden, bevor andere überhaupt einen Fisch gesehen haben. Nicht ganz so fulminant, aber definitiv gut gestartet ist Luis Mendez. Nach 2 soliden Hechten nimmt der Vorjahresvierte nun erstmal den Barsch ins Visier, um im weiteren Verlauf nicht unter Zeitdruck zu geraten. Auf Platz 3 lauert derzeit Markus von Eu mit einem kleinen Zander und einem guten Barsch. Mit lediglich einem kleinen Zetti folgt dahinter YPC-Debütant Sander Grönenbohm. Marcel Weigel konnte zwar noch keine Punkte einheimsen mit einem richtig starken Rapfen, aber immerhin schon einen Achtungserfolg erzielen. Beim Gruppenkopf Patrick Marable hingegen herrscht bisher total Flaute. Bevor wir aber schauen, mit welchen taktischen Veränderungen der Bronzegewinner aus 2023 am Nachmittag aufwartet, betrachten wir die Lage erst einmal aus Sanders Augen. Ja. Yes. Small pike. Okay, we got 51. Yeah, nice little fish. I'll let it go quickly so it doesn't flap on the wood. Yeah. I can do it here actually, that's fine. Oh. There he goes. Yes. Okay. Let's report it. Trotz Körperlänge sehr elegant. Guter Start für Sander. Zwischen Booten und Stegen scheint der Street Fishing Champion ganz in seinem Element zu sein. This is my favorite rod actually. It's the innovation. I've been using it for, I think, 4 years now. And it's basically my all-round rod for jig heads. Also nice for twitch baits, crankbaits. Has a perfect action. It's hard enough to set the hook properly, but it's still playful enough not to lose any fish to the small trebles. Ich fische den Spot jetzt noch ein bisschen aus, wo der Barsch eben kam, der 43er. Ich hatte auch noch einen Fehlbiss. Fisch hatte ich ganz kurz drauf. Ich denke, dass es auch ein Barsch war. Wieder kein schlechter. Naja, kurz zur Route, die ich hier fische. Also ich habe jetzt hauptsächlich die Ilex Pepper Finesse Puppeteer im Einsatz. Ihr habt es heute Morgen gesehen, ich bin mit 3 weißen Routen losmarschiert. Das ist die Pepper-Serie von Ilex. Die Routen sind alle mit einem X5 Blank gemacht. Das ist so ziemlich das Hochwertigste, was man an Blanks herstellen kann. 5 verschiedene Lagen in verschiedenen Winkeln übereinander gewoben quasi, um das mal kurz zu erklären. Das macht die Route, also den Blank an sich, 10% leichter als andere Blanks und 30% kraftvoller, bruchstabiler als andere Blanks. Und die Dinger haben eine Übertragung, das ist der absolute Hammer. Also ich schwöre euch, wenn ein Fisch auch nur in dem Köder riecht, ihr spürt es in der Route. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und die Puppeteer wäre eben die Route, für die ich mich entscheiden müsste, wenn ich mich jetzt wirklich nur für ein Modell entscheiden könnte. Würde ich auf jeden Fall die Puppeteer wählen, weil sie eben so vielseitig ist. Man kann viel mitmachen, Hardbaits, eben diese Angelei, leichte Angelei auf Zander, Barschangelei. Ist einfach Endstand an Route. Schaut es euch mal an bei eurem Tackle Dealer. Die ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Woran hat er die Lehen? Genau so geht's mir jetzt.
Nee, also eben, der Polder war viel drüber und am Ufer sind frische Fußspuren im Gras und das ist wirklich sehr überschaubar. Und wenn da jemand das exzessiv durchgefischt hat, ist es halt auch durch. Und ich glaube, das ist mir heute passiert. Ich habe 2 Fische gesehen, die auf den Köder kamen oder vom Köder weggeschossen sind. Aber jetzt mit Polder hier ist erstmal Schluss. Das bringt jetzt nichts. Er ist schon durchgefischt. Jetzt machen wir schnell Strategieplanung im Auto und dann geht's an den nächsten Spot. Markus beendet den Polder-Ausflug. Luis macht sich derweil an die Umsetzung seines Barschplans. So Freunde, nach langer Fahrt sind wir wieder am Wasser angekommen. Jetzt startet Mission Barsch. Heute gibt es die große Finesse-Stunde mit Big L. Ich habe hier eine Solution Micro, 0,4 bis 5 Gramm mit einem kleinen Shaky Louie am Dart-Jig-Kopf. Und mit der Route, mit der ich starte, ist die Solution Micro mit ein bisschen mehr Wurfgewicht, 3 bis 12 Gramm. Hier habe ich ein feines Dropshot gebunden. Auch mit einem kleinen Shaky, 7,5 cm. Hier in der Farbe jetzt Honey and Sugar. Ich mache jetzt alles bereit. Wir werden hier unter der Brücke fischen. Im Training hat es ziemlich schnell funktioniert. Ich habe die Hoffnung, dass die Barsche hier noch stehen. Wir dürfen jetzt keine Riesen erwarten, aber ich will einfach ein Barsch schon mal in der Wertung haben, um nicht am Donnerstag oder am zweiten Tag dem hinterher zu laufen. Denn am zweiten Tag habe ich nur eine Großbarstelle, aber ihr kennt das, entweder beißt ein richtiger oder gar keiner. Und damit mir das nicht passiert, will ich hier schon mal wenigstens einen sicheren Punkt mir holen. Also gib mir ein bisschen was von deinem Barsch-Spirit ab, lieber Marc, damit das auch bei mir klappt. Oh, bis, ja, da haben wir einen. Was werden wir nur? Oh. Er ist drinne. Okay, das Gebet zum kleinen Marc hat wohl was gebracht. zu unserem Barschpapst quasi. Jetzt ist die große Frage, wie groß ist so ein Barsch? Hoffentlich sieht mich hier keiner, was ich hier mache, zum Barsch zu messen. Ne, da kann man nichts machen. Hat nicht mehr viel gefehlt, Kleiner. So. Okay, was hatte der? So 20? Müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Irgendwo spitzt Johannes Dietl die Ohren. Hoffen wir, dass er Luis' Blasphemie durchgehen lässt. Marcel fischt derweil mit Gottvertrauen im Trüben. Wir sind jetzt gerade, wollten wir zum nächsten Spot, wollten wieder mit der Fähre fahren. Jetzt bin ich hier gerade vorbeigefahren, FIS-Planer mal kurz gecheckt und ja, sah auf jeden Fall ganz gut aus. Noch nie hier geangelt, geschweige denn ich weiß, wo ich hier bin. Aber wir probieren es einfach mal kurz. Daumen drücken. Und auf jeden Fall sitzen auf der anderen Seite auch Angler. Ich glaube Ansitzangler. Also das ist mir jetzt schon so ein bisschen zu heftig mit den Brennnesseln. Irgendwo ist auch eine Grenze. Widerlich. Also das ist ja wirklich eine Tortur. What the fuck. Also ich habe jetzt runter mit Striking gefischt. Und zurück werde ich jetzt mit einem Crankbait, einen Hornet von Salmo fischen. Mal schauen, ob der den erwünschten Fisch bringt. Und ja. Werde aber noch nicht sofort aufgeben mit hier der Seite, sondern noch weiter oben auch ein Stückchen ausprobieren. Aber wenn es dann dort auch nichts bringt, dann gehe ich auf die angenehmere Schattenseite, weil bei aller Liebe, ich liebe Sonne, ich liebe Wärme, aber bei so hohem Gras sich bei einem vollen Sonnenstrahl da durchzukämpfen, das macht irgendwie Semi-Bock. Okay, der Plan war eigentlich an einen anderen Spot zu fahren, aber leider hat die Fähre ein technisches Problem und somit kann die Fähre leider nicht fahren. Ja, Nähe von der Fähre haben wir hier eine Buhne, da konnten wir jetzt hinlaufen. War jetzt nicht so ein geiler Weg.
Der Kameramann wird das bestätigen können, kann ja mal nicken. Also das war auf jeden Fall nicht geil. Wir sind da. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob man hier was fangen kann. Bisher war es ja noch nirgendwo anders gut. Also von daher, ja, probieren wir es halt hier mal und hoffen, dass die Fähre dann irgendwann geht und wir zu dem richtigen Spot kommen. Mal schauen. Technikversagen zur Unzeit. Marcel und Anhang bleiben flexibel auf den Beinen. Sander hält seinen Kameramann ebenfalls auf Trab. So I'm switching spots very quickly because I want to get action very quickly or keep moving because all of the spots have been fished a lot because the season just opened. Fish! Oh, I lost it! Ah! Was a good pike. Yeah, it was a good one, around 80. He's not biting again. Shit. Wie es manchmal so ist, läuft nicht immer alles nach Plan. Ich bin jetzt 40 Minuten durch die Gegend zu fahren, um einfach auf der anderen Flussseite zu enden, wo ich vorher war, weil eigentlich wollte ich komplett in eine andere Ecke, aber da ist eine Fähre, ist ein großer Fluss mit einer Fähre und die Fähre ist außer Betrieb und ich hätte jetzt nochmal 40 Minuten außen rumfahren müssen, deswegen habe ich mich entschieden, jetzt einfach nochmal hier in das Tidengewässer zurückzukehren, hier an der Brücke versuchen, noch schnell hoffentlich einen besseren Zander zu fangen. Und dann später noch mal weiterzufahren, eben um einen großen Barsch zu fangen. Ist jetzt so, ich habe ein paar Fische und naja, das Wasser ist hier wieder ein bisschen drüber. Ich habe jetzt den Magic Zander abgemacht und habe mir jetzt hier, ich habe mir zu Hause einfach so ein paar UV-aktive, bisschen schockigere Farben in ein Päckchen gemacht und eine mit Natur. Und werde jetzt eben hier auf den Zander wieder mit ein bisschen was UV-aktivem angeln. Ich hoffe, dass ich mit den 10 Gramm Tungsten hier auskomme. Muddy Roach soll es jetzt richten. Vom Slim Shad. Es wird jetzt auch nur eine schnelle Aktion, 10 Minuten, eine Route. Und dann werden wir uns wieder ins Auto begeben. Das zweite Mal dann für heute und versuchen noch einen großen Barsch zu fangen. Ist jetzt ein bisschen schade, aber hier geht schon auch noch was. Ja, das ist auch keine Stelle, die man alleine befischt, so übers Jahr. Aber hier gibt es auf jeden Fall Fisch. Ich rechne hier am ersten mit Barsch und Zander, tatsächlich nicht mit dem Hecht, der mir fehlt. Aber die Stelle ist so nahe dran an meiner Hechtstelle, dass ich hier einfach schnell vorbeischauen musste. Das andere wäre verschenkt gewesen, da machen wir jetzt eine kurze Zeit. Es sind 2 Stellen, wo wir befischen und dann geht es weiter. Oh, Barschbiss. Barschbiss. Tu es nochmal. Da, zack. Jetzt nochmal. Ah, das sind kleine, aber Barschbisse. Jetzt. Ja, oh, der ist besser. Yes, Mann, yes, Mann, yes, Mann. Moje Pass. Junge. Feuerball, Junge. Geil. War der erste Wurf an der Stelle. Es ist so oft so, wo alle schnell mit dem Jig und Jig-Spinner drüber fischen. Mal einfach langsame Präsentation mit Dropshot. Man hat es gesehen in der Spitze der Tip-Whip. Zuerst die Kleinen, die dran genuckelt haben, stehen lassen, ja nicht anschlagen, bisschen nachgehen und dann hat am Ende sich der Große da eingestellt. Ja, geil. Jetzt vermessen wir den jungen Kerl mal. Ist ein bisschen steil, aber das geht schon. So. Vorne ist er bündig. Hey, der hat er 39 oder 39,5? Ich glaube, wir kriegen ihn nicht auf 5. Dann wären wir hier beim zweiten 39er für heute. Traumhafter Fisch, genau das brauche ich jetzt im Turnier. Wunderschön. Hier nochmal im Verhältnis, also es war jetzt ja kein Riesenbarsch, aber im Moment ist halt so viel Kleinfisch unterwegs, dass sich es bewährt hat, richtig klein zu angeln die letzten Tage. Unwegsames Gelände. Markus kommt am neuen Spot aber dennoch sofort in Tritt.
Mit der exakten Kopie seines ersten Barsches erobert der Bullseye-Chef Rang 2, was auch daran liegt, dass Luis jetzt schon eine Weile von den Fischen gemieden worden ist. Ah, Fisch! Was ganz Kleines, hoffentlich ein Barsch. Hoffentlich, sei ein Barsch, sei ein Barsch, sei ein Barsch. Du kleiner Fisch. Und es ist ein Zander. Nein. Ach, Herr Jemine, du solltest doch ein Barsch sein. Du warst aber hungrig. Naja. Chainsaw Cheesecake. Ich probiere gerade einfach mal die bunte Farbpalette von Monkey Lures einmal aus. Und das ist eine neue Farbe, die wir jetzt im Programm haben. Chainsaw Cheesecake. Sieht ganz schön gruselig aus, der Kleine. Ich habe mir gedacht, einfach jetzt mal eine Nummer kleiner, 7,5er, 10 Gramm Kopf. Aber ich will eigentlich einen Barsch. So, jetzt sind wir wieder am Auto. Das Schleppen war diesmal nicht so effektiv. Kann sein, dass es tatsächlich an der Sonne liegt, dass jetzt die Sonne hier drauf knallt und die Fische sich verzogen haben und auf der Schattenseite sind. Was gleich auf der Schattenseite, auf welchem Schimpffarm ein Problem ist, der Wind geht dahin und das bedeutet, der ganze Dreck, der auf der Wasseroberfläche ist, wird dort angespült und dann bildet sich vorne ein Teppich und es ist manchmal sehr schwierig da drin zu angeln, besonders sowas wie Schleppen, weil dauernd Dreck in der Schnur und am Haken hängt. In der Mitte fahren ziemlich viele Schiffe, man sieht halt wirklich, wo die Fahrrinne ist, wo die entlang fahren, weil da ist das Wasser besonders trübe und deswegen versuche ich jetzt einfach noch 2, 3 Würfe einen Gummifisch zu jiggen. Einfach nur, ob da vielleicht ein Lucky Punch, ein Zander steht, wäre für mich dann auch ein Feedback, das ich nutzen kann. Also müsste ein Fisch sein. Ich tippe kleiner Zander. Ja, ist ein Zander. Ich glaube nicht, dass er maßig sein wird. Aber auf jeden Fall wäre das mal mein erster Fisch und mein erster Biss für heute. So. Fisch bleibt erstmal im Wasser, bis ich alles ausgepackt habe. Vorteil ist auch, dass das Netz jetzt rauskommt, noch klatschnass ist und ich das direkt nutzen kann, um die Metz nass zu machen. So, der hat keine 40, also 40, aber kein Maß. Daher nur ganz kurz. Egal, war ein Fisch. Aber das heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen hier jiggen und gucken, ob ich vielleicht noch einen Fisch fange. Ging übrigens auf den Slickshot. Nicht in der Wertung, aber immerhin entschneidert. Patrick nähert sich an, doch auch die Konkurrenz wirft unermüdlich. Fisch. Schlechter Fisch, glaube ich. Hey, Juli, da muss ich jetzt hin, sorry. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, es ist doch kein Zander, der da steht. Wow. Wow, Leute, was soll ich dazu sagen?
Was ein fetter Barsch, der ist lang, Mann. Und hier den Slim Shad hat er voll weggeballert. Ohne Scheiß, das Ding fängt einfach unheimlich viele Fische. Wow, der Fisch ist richtig lang, Mann. Geil, 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 geil. So, wollen wir mal schauen, wie lang das Ding ist. Es ist nicht so einfach hier mit dem Wind und der Scale. Aber warte mal. 49,5. Ganz, ganz, ganz knapp. Okay. 49,5 heißt 50er Barsch. Was ein Wahnsinnsfisch. Wow, was ein wahnsinnsgeiler Fisch, Mann, Leute. Oh. Manchmal passieren Dinge aus einem guten Grund. Die Fähre war zu. Ich bin zurück in die City und fange 50er Barsch, also 49,5, aber der bringt mir 100 Punkte. Nicht so schlecht. Intuition, Glück, akribische Vorbereitung, am Ende vielleicht auch egal. Marc macht auf jeden Fall das Beste aus dem Fährausfall und ersetzt seinen kleinen Zander mit diesem Prachtbarsch. Schon jetzt hat sein Board keine echten Schwächen mehr. Die Konkurrenz ist beeindruckt. Boah, Marc hat einen 50er Barsch. Fett. Krass, Junge. Petri, dickes Petri. Ich würde, glaube ich, heute so einen 25er nehmen, was dann 50 Punkte bedeuten würde. Aber ja, Marc, ich glaube, Glückwunsch zur nächsten Runde. Kann man, glaube ich, schon fast so sagen. Was soll ich sagen? Wieder ein 50er Barsch im YPC Uferturnier. Wahnsinnsfisch. Wie gesagt, ich war eigentlich hier gibt's. Ich habe hier Barsche gefangen, noch nie so einen großen, immer nur so die 30er. Ansonsten wollte ich hier eigentlich ein bisschen besseren Zander fangen. Wahnsinn. Hat auf der anderen Seite von der Brücke, also an der Spundwand, back, ist er reingetockt. Slim Shad, 4 Inch, ist echt eine Waffe, das Ding. Viele geile Farben und diesmal wieder ordentlich Nitro Booster Worm drauf. Funktioniert einfach. Cool, den habe ich jetzt in die Gruppe geschickt. Und ich würde sagen, die City hier läuft nicht so schlecht. Ich werde jetzt noch ein bisschen angeln auf jeden Fall und mal gucken, wo wir dann noch hinfahren. Liebe YPC-Fans, es gibt gute Neuigkeiten. Seit einigen Wochen gibt es YouTube Predator Cup Content, nicht nur für die Augen, sondern auch für die Ohren. In unserem neuen Podcast Köpfe mit Nägeln sprechen wir über aktuelle Angelthemen, also auch viel über den YPC, plaudern Geheimnisse und Hintergrundstories aus und haben regelmäßig interessante Gäste. Es sind zum Beispiel Folgen mit Luis Mendes und Dustin Schörner online. Testet also unbedingt mal aus, ob euch Köpfe mit Nägeln nicht längere Autofahrten, mühsame Hausarbeit oder aber die Wartezeit auf den nächsten Biss versüßen kann. Den Link zum Podcast findet ihr unten hier in der Videobeschreibung. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders ja nicht gibt. Eine Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit einem Lure-Drop-Abo ganz bequem bei dir in die Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lure-Drop ist für alle geil. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Lure-Dropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Lure-Drop est maintenant disponible en France sur le site luredrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. Okay. Ding! 20 points. We have arrived at a new spot in the city center. This is one of my street fishing spots. I used to catch perch here, so we'll see if we can. Hopefully we can get a perch and then maybe another pike. That would be very nice, but try for the perch first. Nächste Stelle. Es geht hier nochmal auf Barsch und Zander. Nicht, weil ich die jetzt am dringendsten brauche, sondern weil das gerade hier daneben ist.
Und das probiere ich jetzt natürlich, ob wir hier noch was kriegen. Zu lang mache ich nicht. Wenn ich Rapfen sehe an der Oberfläche, werde ich auf Topwater kurz wechseln. Aber wenn jetzt hier länger nichts geht, dann fahren wir weiter und werden den Hechten nachstellen, denke ich mal. Das sehen wir dann gleich. Die Sonne hat jetzt schon ganz schön Kraft, das merkt man. Natürlich nicht das, was die Zander gerade mögen, aber hier ist bewegtes Wasser, es ist trüb. Und das mögen sie auf jeden Fall noch lieber als stehendes Wasser. Und klar, immerhin, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ja. Ah nein, 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 nein. War jetzt kein ganz schlechter. Gummis sind alle angeklebt. Ich habe extra auf einen größeren Haken gewechselt, weil hier jetzt eben, ich habe vorher mit dem Kameramann das Dilemma besprochen. Für Barsch sind mir die Haken gerade recht, für Zander eigentlich eins zu klein. Und jetzt habe ich hier, weil ja der Zander wieder im Fokus steht, Barsch habe ich ja schon mal mehr als das soll erledigt. Darum habe ich jetzt hier extra für die Zander auf größere Haken gewechselt, aber der hing trotzdem nicht, ich war länger drauf und dann kam er fast an die Oberfläche und weg war er. Schade. Er kam, glaube ich, auf dem ersten oder zweiten Mal kurbeln, also recht weit draußen. Aber Anhieb war ich der Meinung, war schon da. Jetzt aber. Jetzt aber. Das ist ein Barsch, oder? Ja, ich sag nichts mehr, ich war schon mal falsch heute. Nicht ins Holz, nicht ins Holz. Nein, es ist kein Barsch. Die sind spritzig, die Jungs hier, bei dem Wetter. So, könnte vielleicht Graz Maß haben. Es ist wieder eine scharfe Nummer hier. Wir vermissen den mal. Da ist er. Gummi ist schon draußen. Dieses Mal ist auch eine bekannte Farbe von unserem Stinti geliefert. Ha! Also der Kameramann hat wirklich sehr gutes Schätzvermögen. Der ist 44,5. Confirmed. 45er Zander, der richtig böse ist. Let's go, boy. Schaut euch diese wunderschönen Fische an. Majestätische Viecher. Nach 2 Barschen kann Markus nun auch den zweiten Zander einnetzen. Der 4. Wertungsfisch verschafft dem Schweizer ein kleines Polster nach unten und momentan passiert relativ wenig in den niederen Gefilden der Tabelle. Zumindest bis jetzt. There's my perch. Yes! It's a good one, yeah? So it is, what is it, 33? 33. Yeah? 33, yeah. All right. Very beautiful fish. Nice. Very happy with this one. All right, release. And bye. Yes! On the spinnerbait. Was trying for pike. Quite a large spinnerbait, but good perch. Very happy. It's not huge, but it's a fish. So, it is 20. It is 29.5. It's 30, right then? Yeah, 30. All right. Release again. Nice. Im Stile eines Ruud van Nistelrooy. Zander netzt doppelt. Der Niederländer schiebt sich an Louis vorbei und ist Markus plötzlich wieder auf den Fersen. Apropos Fersen. Am Kanal setzt Patrick sein Gefolge in Marsch. Der Kameramann hat schon herumgeblödelt, ja, Chicken bringt nichts, jetzt wird bis zum Abend geschleppt. Nee, so schlimm wird es hoffentlich nicht sein. Hatte nur den einen Biss und jetzt will ich einfach mal wieder kurz Strecke machen, gucken, ob das was bringt und immer wieder hin und her switchen. Ein Stückchen vorfahren, jiggen, dann wieder ein bisschen schleppen, bis ich genau weiß, was am meisten Sinn macht und das dann hoffentlich effektiv bis zum Schluss durchziehen, was nicht mehr so lange ist.
Ah, das waren sie, das sind sie. Da sind sie. Ah. Das gibt's doch nicht. Wie ihr seht, gibt es wieder einen Kulissenwechsel bei mir. Ich bin jetzt an ein Poldersystem gefahren. Ich hatte eigentlich noch einen Barschspot, der eventuell noch den einen oder anderen großen Fisch hätte liefern können, war jetzt aber zu weit. Da hätte ich maximal noch 15 Minuten gehabt zu angeln. Dadurch, dass ich ja auch die 10 Minuten Zeitstrafe habe, bin ich jetzt mehr oder weniger in der Nähe an ein Poldersystem gefahren. Hier soll es große Fische geben. Um ehrlich zu sein, habe ich hier noch nie geangelt. Das ist tatsächlich ein Tipp, aber ich habe in unmittelbarer Nähe hier schon geangelt. Und es ist ja im Prinzip dasselbe System. Und habe da auch schon wirklich große Fische gefangen. Wasserfarbe gefällt mir hier sehr gut. Ist ein bisschen schwer ranzukommen. Aber wir versuchen jetzt auf jeden Fall noch den 49er Zander mit einem schönen Hecht zu verbessern. Ich hoffe, es gelingt mir. Wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr noch eine Stunde Zeit. Und dann werden wir jetzt hier am Polder entlang rennen. Als Köder habe ich hier jetzt einen finalen Prototyp, ein finales Sample quasi von Ganki dran. Ich angel hier jetzt mal nicht mit dem Scanner, wobei es kann natürlich sein, dass ich den auch gleich wieder dranhänge. Und zwar ist es der neue Dragspin 130, also 130 steht für 130 mm für die Länge in Sinking. Ist ein recht unscheinbarer Köder, hat nicht viel Eigenaktion. Das Einzige oder das, was er am meisten macht, ist hinten das Spinnerblatt. Aber den Köder könnt ihr halt unheimlich flach führen. Ist perfekt für so Polderangelei, für die Angelei überm Kraut. Und ihr wundert euch, was durch diese wenig Aktion doch für viele große Hechte da drauf beißen. Der hat zwei Einhängeösen. Zum einen diese, wie es man vielleicht kennt, die vordere und eine oben. Die vordere ist, wenn ihr wirklich sehr flach angeln wollt. Das heißt, ohne Gewicht läuft das Ding so ein Stück unter der Oberfläche, fast schon als Wakebait, als Oberflächenköder. Ist natürlich ein sinkender Köder. Oder eben diese obere Öse, und durch diese obere Öse könnt ihr den Köder auf der Wassertiefe halten, die ihr angeln wollt. Das heißt, ohne Gewicht läuft er ungefähr, ich würde behaupten, so 20, 30 cm unter der Wasseroberfläche, und er läuft von Anfang bis Ende stabil auf dieser Oberfläche, also selbst auf dieser Tiefe. Selbst hier vorne läuft er immer noch auf derselben Tiefe. Das stabilisiert quasi den Köder, dass er immer in derselben Tiefe läuft. Ist sehr interessant. Und so könnt ihr natürlich verschiedene Gewichte einhängen. Hier brauche ich jetzt kein Gewicht, man könnte hier aber noch viel Gewicht reinhängen und kann ihn eben so immer auf der Tiefe anbieten, wie ich will. Ziemlich cooler Köder. Ich hatte da schon einige schöne Hechte drauf und hoffe natürlich, dass das jetzt auch funktioniert. Yes, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Wie ihr seht, hat nicht lange gedauert. Dragspin funktioniert. So, dann wollen wir mal gucken, wie groß der Gute ist. Er hat 70,5, warte, ja, 70,5, 69,5. Also 70 Punkte in dem Fall. So, der darf jetzt auch gleich wieder ins kühle Nass. Und tschüss. Jawohl. Das ist nochmal eine Verbesserung. Nicht so viele Punkte, glaube ich, aber egal. Ich glaube, mein Karma ist heute nicht so schlecht. Ich habe nämlich vorhin einem jungen Holländer seinen Tabakbeutel aus dem Hafen gerettet. Der saß da so und hat da gemütlich gechillt. Und dann ist in seinen Tabakbeutel in den Hafen geflogen. Hat es zum Glück im Plastikbeutel drin gehabt, so ist das alles schön trocken geblieben. Da bin ich mit meinem Spundbankkescher hin und habe ihm seinen Tabak gerettet. Und vielleicht ist das das Karma, was mir heute vorhin den 5er Barsch jetzt hier noch den Hecht beschert hat. Kann schon sein. Ja. Karma kann eine Bitch sein, Karma kann aber auch dir helfen und Fische bringen. Karma hat in Marks persönlicher YPC-Historie möglicherweise schon einmal eine Rolle gespielt. Dieses Mal überlässt er aber offenbar rein gar nichts dem Zufall. Weniger spirituell, aber genauso entschlossen ist Markus inzwischen am neuen Spot unterwegs. Hallo zusammen, wir sind an der nächsten Stelle, die letzte für heute, der Hoffnung auf ein Hecht. Ich hätte noch einen wunderschönen Polder, wo ich wirklich viel davon halte, aber bei dem Wetter heute mit strahlendem Sonnenschein
glaube ich, wird das sehr schwierig im stehenden Wasser jetzt noch ein Hecht zu fangen um die Uhrzeit. Und Dämmerung haben wir halt nicht dabei. Darum bin ich jetzt hier im Delta. Hier haben wir Tidenhub und ich hoffe, dass durch die Bewegung die Fische aktiver sind als im Polder. Ich brauche jetzt noch ein Hecht. Drückt mir die Daumen. Wir starten mit was Blechigem, Schwerem, mit viel Radau. Das Wasser ist doch etwas trüber. Sonne draußen, da fische ich recht gerne Spinnerblätter, Chatterplates, alles was irgendwie blitzt und blinkt. Ich probiere es direkt mit einem Prototypen von einem Spinnerbait von uns. Das ist jetzt keine Riesengröße. Auch wieder ein Lamelli hinten dran, aber es kann ja auch jederzeit noch ein Barsch rumstehen. Nehmen wir natürlich genauso gern. Ich brauche ja noch Fische. Bremse zumachen, dass der Anhieb auch sitzt. Ja, da haut es hin. Jetzt fische ich mal hier direkt vor der Steinpackung ab. Parallelwürfe mehr oder weniger. Da ziehen die Hechte immer gerne lang oder generell die Räuber, gerade jetzt wenn es abläuft, spült natürlich die ganze Nahrung zurück und die Räuber stehen unten und sammeln es ein, so der Plan. So, okay, wir sind am letzten Spot. Leider hat die Fähre ja, den Geist aufgegeben, ist leider kaputt gewesen und wir mussten komplett einmal außen rumfahren. Jetzt habe ich hier noch 45 Minuten zum Angeln. Ich hoffe halt einfach noch ein Hecht zu fangen. Wenn ein Barsch kommt, bin ich auch nicht böse und einen Zander würde ich übrigens auch nehmen. Also ich würde sie einfach alle nehmen. Also, cross your fingers, please. Boah, die Bedingungen, glaube ich, sind richtig geisteskrank gut. Aber ich weiß es noch nicht genau. So habe ich noch nie hier gefischt. Also könnte für Hecht und vielleicht für Barsch gut sein. Zander werden vielleicht jetzt keine da sein, weil wenig Druck ist jetzt hier gerade. Also ich habe ja auch einen Golden Retriever, aber der traut sich irgendwie nicht so ins Wasser. Er ist schon... Risa, wenn du das siehst, nimm dir mal ein Beispiel daran. Du kannst auch mal so einen Ball aus dem Wasser holen. Ich würde gerne einen fangen. Du glaubst gar nicht, wie gern ich einen Fisch fangen würde. Komm. Irgendwie noch mal so ein Beifanghecht hier. Ist jetzt nicht so die 100% Hechtstelle, aber von der Strömung gerade her ist es nicht viel drauf. Könnte doch ruhig mal einer kommen. Ja. Oh. Fuck. Strike right in front of me. He took off my soft bait. Fuck. That's very unfortunate. Good strike. I don't know. But they're biting, but they're not really striking it like fully. They're only a bit small size. But I'll try, otherwise I'll change. Yeah, bird. It's a good perch. Didn't expect that. Nice one. All right, so stay on it. Yes, yes, yes. You are going to stay here. So, what is he? It's not 0.5. No. So, you know. 33? Yeah. Still good. Nice perch. Beautiful fish. Bye. Nice. Good fish again. Good fish. All right, so still one more pike. Good stuff.
Der richtige Call vom Schiri, trotzdem übernimmt unser niederländischer Newcomer Rang 2 und benötigt nur noch einen Fisch zur Full Card. Welcher es werden soll, steht fest. I will change again to a bigger bait. This small one doesn't really make me feel confident for pike. Just have to take one off my jig heads because I left the rest in the car. Always. Always the same story, huh? The good stuff, it's always in the car. Something like this will work. Just even better. All right. All right. It looks better. Just a bit more bulky. Should do it. So, ich bin jetzt wieder am Fluss. Amüsanterweise genau gegenüber, wo ich heute Morgen Topwater geangelt habe. Und ja, alles oder nichts. Mein ursprünglicher Plan war es auch hier unten anzufangen und Buhne für Buhne mich hochzuarbeiten am Fluss und gar nicht an den Kanal zu gehen. Wegen dem niedrigen Wasserstand und der Info, dass die Barsche gehen, habe ich meinen Plan gewechselt. Habe dann eine Entscheidung nach der anderen getroffen, die nicht vorteilhaft war. So ist es halt. YPC hat sehr viel mit Spots zu tun, dass man die richtige Entscheidung trifft, zur richtigen Zeit am richtigen Spot zu sein und natürlich auf die richtige Art und Weise zu angeln. Das ist die eigentliche Angelskill dann. Und wenn man einen Fehler macht, wird das halt brutal bestraft. Muss ich mit klarkommen. Ist so. War heute einfach dann bis jetzt nicht gut genug und habe falsche Entscheidungen getroffen. Ist ärgerlich, ist bitter. Klar bin ich bis jetzt schon ein bisschen enttäuscht und nicht direkt frustriert, aber knabbert schon an mir. Nichtsdestotrotz, ja, ist halt so, das Angeln. Scheiße, ich brauche einen Kescher. Nein, ab! Nein, nein, nein! Scheiße, Mann! Das war ein dicker Hecht. Da war jetzt einfach nur meine eigene Blödheit. Also ja, am Ende, keine Ahnung, war immer gleichmäßig Druck drauf. Oh Mann, fuck, jetzt war genau der Hecht, auf den ich hier... Scheiße, Mann, aber ich krieg noch einen, ich habe noch Zeit. Fuck die verdammte Scheiße, hey. Nein, Mann, das war ein richtig guter Fisch, hey. Scheiße, Mann. Das war blöd. Ich hätte einfach zum Wasser gehen sollen und versuchen, Handlandung zu machen. Aber der ist da irgendwie da unten in die Steine reingekommen. Ich konnte nicht wegheben. Dann hat er sich, glaube ich, losgeschüttelt. War ein richtig guter Fisch, richtig Zug drauf. Ach du Schande. Hast du den Fisch gesehen vorne schon? Nee. Der war auch noch nicht an der Oberfläche, aber der ist da vorne im Eck in die Steine rein. Ich hätte einfach oben stehen sollen, Fisch kontrollieren und dann schauen wegen dem Landen, nicht hier zum Kescher rennen. Das war jetzt einfach dumm. Das war ein Fehler von mir. Da kann ich keinem die Schuld geben. Aber er hätte auch hängen bleiben können. Hätte auch klappen können. Hat jetzt nicht. Fisch!
Nein, nicht darunter, nicht der zweite, der... Oh! Wie soll ich jetzt sagen? Vorher war es ein Hecht. Jetzt ist es auch ein schöner Fisch, aber kein Hecht. Aber ich will mich gar nicht beklagen. Ein richtig dickes Moped, fetter Barsch, Ende 40. Hätte ich jetzt geschätzt. Ja, Ende 40. Auf dem dicken Schäd von uns, auf dem Lamelli im 15 cm. Warum schmeiße ich den 5 und 7,5 cm den Dreivierteltag? Es ist angerichtet. Echt vergeben, aber dafür habe ich den Barsch bekommen. Ruhig, ruhig, ruhig. Haha. Moje Bas. Ich habe im Interview gesagt, Barsch wäre mein Angstgegner. Oh, beiß mich nicht, Junge. Das ist der Ersatz für meinen Hecht, den ich vorher vertrottelt habe. Wunderschöne Punkte. Ah, wunderschöne. Einen Haufen Punkte wird es geben. Hoffe ich. Ein bisschen verschätzt, weil er recht dick ist, um einen Zentimeter, aber er hat hier 45,5, die hat er ganz locker. Jo. 46er Barsch. Wunderschöner Fisch. Der darf zurück und dann bleiben wir noch ein paar Minuten, um einen Hecht zu fangen. Mehr als ein Trostpflaster, denn die Barschausbeute kann sich schon zu diesem Zeitpunkt richtig gut sehen lassen. Und auch wenn der eine Fisch nicht hängen geblieben ist, nach viel Pech in früheren Turnieren beweist Markus diesmal neben anglerischem Können auch ein glückliches Händchen bei Spot und Köderwahl. In dem Fall war es wieder der Lamelli. Das ist ein Köder, der ist eigentlich genau der Gegensatz vom Stint-ähnlichen. Der hat hier sehr viele Rippen, die extrem viel Wasser verdrängen. Durch das wird er abgebremst. Die fischen auch über Bleit. Jetzt hier mit 18 Gramm. Dass er richtig schön viel Silhouette und Volumen hat. Und der Stimm macht eigentlich genau das Gegenteil. Der ist schön schlank und hat ganz hochfrequente Vibrationen. Und hier ist halt alles ein bisschen intensiver. Hechte mögen ihn, Barsche haben wir auch gesehen. Aber jetzt wollen wir auch noch einen Hecht vor der Kamera sehen. Ja, während ich hier am Polder stehe, hat der Markus den nächsten großen Barsch gefangen. Petri, 46. Gibt Punkte. Markus macht sich heute echt gut. Er hat jetzt 3 große Barsche. Zander hat er, ob er einen Hecht hat, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht auf dem Kopf. Aber auf jeden Fall fängt Markus auch einiges an Fischen. Bin ich mal gespannt, wie es morgen läuft. Meine letzten Minuten ticken. Vielleicht habe ich das Glück und kann noch einen besseren Hecht fangen. Aber ich glaube, ich kann mich für heute doch sehr zufrieden geben. Du wolltest schon immer einmal einen Angeltag mit Dustin Schöne und Felix Wegesser erleben und sogar in einer Folge First Cast TV erscheinen? Hier ist deine Chance, denn wir feiern Nace Week. Vom 10. bis 19. September gibt es je ein Los pro ausgegebene 50 € für Nace-Artikel im Hecht- und Barsch.de Onlineshop. Schlage jetzt zu und gewinne mit etwas Glück einen unvergesslichen Angeltrip. So sieht er also aus, der Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2023. Das perfekte Produkt, das perfekte Geschenk für alle Raubfischfreaks. Denn die Ködervielfalt zum Hecht, Barsch und Zanderangeln ist einfach großartig. Für alle Sparfüchse, denn für nur 99,95 € bekommt man hier einen Warenwert von über 200 €. Für alle Sammler und Liebhaber, denn alle enthaltenen Produkte wurden exklusiv nur für diesen Kalender produziert. Und natürlich für alle Glücksspielfreunde, denn jeden Tag wartet ein goldenes Ticket. Je früher du bestellst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken. Deswegen ran an die Tasten, den Link zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen? Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. In Ibbenbüren an der A30 ist das Hermanns Angelhütte. Auf über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche findest du ein Vollsortiment, das auch Produkte fürs Karpfen, Weißfisch, Forellen, Wels und Meeresangeln beinhaltet. Doch natürlich liegt der Fokus auf Raubfischartikeln. Neben Kunstködern auf über 120 laufenden Metern findest du hier Ruten und Rollen aller bekannten Hersteller. Damit du die YPC Erfolgsprodukte besser identifizieren
identifizieren kannst, sind sie mit dem YPC-Logo für dich gekennzeichnet. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du auf lmab.de/megastores. Ich glaube, ich werde über Bleit fischen. Das bedeutet höheres Gewicht. Der Köder ist viel schneller natürlich am Sinken. Und dann haben die Barsche keine Möglichkeit, drüber nachzudenken und nur eventuell am Schaufelschwanz zu nibbeln. Dann müssen die auch mit Vollspeed und mit Vollkaracho sich den Köder packen. Und dann, das ist oftmals eine gute Taktik, wenn man Fehlbisse hat, wenn die Barsche so ein bisschen vorsichtig sind, dass man überbleit und dann bekommt man sie. Manchmal. Eigentlich öfters, aber wir probieren das jetzt einfach mal. So, 10 Gramm weg. Wir brauchen jetzt mehr Gewicht. 18 Gramm. Der wird jetzt sinken und fliegen. Was keine Schnurrmeerrolle. Nice plant. Ow. Another nice plant. That's pretty solid. Oh, did you see it? He took it. Fuck. I don't know what it was. I think it was an asp, to be honest. We'll find out soon enough. Es war einfach die Farbe schlechthin im Training. Wenn ich Fische gefangen habe beim Jiggen, dann fast immer auf diese Farbe, obwohl ich auch viele andere probiert habe. Aber heute will selbst das nicht funktionieren. Ich glaube, der hat mehr Erfolg. Das sind auch schöne Vögel. Also wenn er sich hier rumtreibt, dann muss es hier auch kleine Fischchen geben. Also theoretisch hätten die Räuber hier auch was zu futtern. Dann könnten die auch ruhig hier auftauchen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, it's a fish. Oh, it's a small sender. Oh, I think it's too small. Ich glaube, er ist zu klein. Boah, ich glaube, er ist zu klein. Aber wir checken das trotzdem. Oh Gott, oh Gott. Okay. Okay. Immerhin ein Fisch, aber ich befürchte, dass der nicht reichen wird. Ah, schade. Oh, doch. 42. Okay. 42. Oh mein Gott. Freunde, was ist hier passiert? Ein 42er Zander. Also, es war so ein harter Tag. Es sind noch 10 Minuten zu fischen. Der Kleine darf auf jeden Fall direkt rein. Oh, aber mega. Das. Oh. Sorry für das schlechte Angeln heute. Echt, es tut mir wirklich leid, aber ich bin trotzdem mega glücklich, immerhin jetzt noch einen Fisch irgendwie auf die Karte gekriegt zu haben. Oh. Und ja, der neue Köder, der Kickman Ayu von Rapala. 42. Ah. Ah. War schon echt nicht gut heute, aber ey, so ein Fisch. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon mal über einen 42er Zander so gefreut habt. Ich mach's auf jeden Fall gerade. Sympathisch ist es auf jeden Fall. Trotz Fährenmisere und Spot-Improvisation klingelt es kurz vor Schluss doch noch bei Marcel. Wahrlich kein Riese, aber immerhin der erste Wertungsfisch und ein versöhnlicher Tagesabschluss. Wobei wir nicht zu voreilig sein wollen, denn ein paar Minuten bleiben den Anglern bis zum Abpfiff. Großer Fisch.
wie groß er wirklich ist. Am Ende kommt ein Fisch zugeschwommen. Naja, doch. Der kann auf jeden Fall was. Opa! Gibt ein paar Punkte. Und die Zigarre hat er im Mund. Dragspin von Ganki. Geiles Teil. Das sind nicht viele Punkte. Aber, oh, das sind gleich gar keine Punkte mehr. Oh. Warte. Vorne an, 76. Ach, das war's. Für mich zumindest. Die anderen dürfen noch 10 Minuten angeln. Ich habe meine Zeitstrafe jetzt zum Schluss. Oh, was soll ich sagen? Es war ein ziemlich geiler und gelungener Angeltag, muss ich sagen. Super Fische gefangen, große Fische gefangen, einigermaßen Frequenz gehabt. Ja, bisschen gepoltert, bisschen City gefischt. War cool, war auf jeden Fall, hat riesig Spaß gemacht. Die anderen haben zum Glück auch ein paar Fische gefangen. Für den einen lief es ein bisschen besser, für den anderen ein bisschen schlechter. Markus ist auf jeden Fall sehr gut dabei. Ich düse jetzt zurück mit Kameramann und werde mich ein bisschen auf unseren nächsten Tag vorbereiten. Ich weiß noch nicht genau, was ich mache, aber ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Also wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut. Es ging nichts mehr seit dem Barsch, kein Biss mehr gehabt, nichts. Und wenn ich physisch in der Lage wäre, mir selber in den Arsch zu beißen, dann würde ich das machen für den Hecht, den ich vorher vertrottelt habe. Es ist normal, dass man Fische verliert, aber wenn man sich selber ungeschickt anstellt, dann ist man halt leider nur selber schuld. Privat macht man das eigentlich wenig. Die Hechte schauen alle recht ähnlich aus und der nächste beißt irgendwann, aber im Turnier heute, das eben. Also das beschäftigt mich noch, aber ich darf gar nicht jammern, das ist ein Luxusproblem. Es hätte auch ganz anders laufen können. Ich habe sonst super Fische gefangen. Mein Angstgegner, ich habe es am Morgen gesagt, war der Barsch. In der Wertung aktuell zweimal 39, einmal 46. Von dem her war die Angst unbegründet. Jetzt habe ich noch 3-4 Minuten, um hier einen Hecht zu fangen und sonst halt morgen noch mal einen Tag. Ich glaube, es bleibt spannend. Aber ich will auf jeden Fall noch mal einen Hecht fangen morgen. Okay, ihr Lieben, das war's. Tag 1 ist vorbei. Was soll ich sagen? Drückt mir für den nächsten Tag die Daumen. Da sind wir in der anderen Zone und ich hoffe, die wird besser. Bis dann, ihr Lieben. Ich bin für heute raus. Ciao. Ei. So, Freunde. Das war der erste Tag. Ich wollte gerne Hechte fangen, ich wollte gerne einen kleinen Barsch fangen. Hecht habe ich bekommen, leider nicht in der Größe, wie ich sie haben wollte. Das ist aber nicht ganz so tragisch, weil Hechte kann ich auch in einer anderen Zone machen. Zander kriege ich definitiv in einer anderen Zone, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich werde auch Hechte als Beifang haben. Der Barsch macht mir jetzt so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber am zweiten Tag, Freunde, gibt es eine neue Taktik. Heute war viele Spots, viel Strecke machen, ja, so wie letztes Jahr beim YPC. Ich bin viel gelaufen, viel ausprobiert. Am zweiten Tag machen wir das wieder ganz anders. Ich stelle mich einfach auf einen Spot. Ich weiß, da ziehen immer wieder Fische lang und den fische ich richtig aus. Da geht es an den Fluss. Heute haben wir die stehenden Gewässer gemacht. Nächstes Mal kommen die fließenden Gewässer. Armageddon Teil 2 seht ihr nächstes Mal. Ich bin raus. Alright guys, that was the day. Pretty happy with the result. Sadly the pikes didn't work too well. I lost 2 as well, so pretty painful. But got all 3 species, that's what I really wanted. So I got tomorrow to upgrade and need 1 more fish for a full card. But that can be anything. And yeah, I'm looking forward. I think it done alright. Not the best, but good enough. Was soll ich sagen? 0 Punkte. Ein untermaßigen Zander. Zu viele falsche Entscheidungen. Schlecht vorbereitet. Gibt viele Gründe. Aber letztendlich zählt nur eins, ich war heute nicht gut genug. Ich habe heute einfach nicht geliefert und Punkt. Aus, basta. Muss man mit leben, muss man drauf klarkommen. Es ist halt Angeln und ich habe 2 Jahre lang wirklich meine Spots super funktioniert haben. War prima und jetzt ist es halt mal nicht so. Und
wie ich gesagt habe, damit muss ich jetzt klarkommen. Ich habe noch einen Tag vor mir. Rein theoretisch kann man einen Tag sehr viel reißen. Siehe einfach nur mal als Beispiel Marc, was er heute an Punkte in der Zone 1 gefangen hat. Es ist irre. Ich glaube, die anderen in Zone 1 haben auch ganz gut gefangen. Gut, die haben noch Zone 2 vor sich, aber abgerechnet wird immer zum Schluss. Und ich will einfach nur versuchen, A, am zweiten Tag noch Wertungsfische zu fangen und B, so viele wie möglich zu fangen. Und euch trotzdem noch was zu zeigen und eine gute Show zu liefern. Also Fangshow hoffentlich. Und ansonsten, ja Leute, euch immer, wenn ihr ins Wasser geht, allzeit Tight Lines. Und ganz besonders noch mal ein fettes Petri Mark, 50er Barsch und die anderen Fische top abgeliefert. Glückwunsch, verdienter Erster. Da kann man sich nur anschließen. Die Zeitstrafe war letztlich egal. Können, Köder und Karma waren bei Marc heute absolut on point. Und es ist kaum vorstellbar, dass der Hesse hier noch das Halbfinale verpassen könnte. Das Rennen um die anderen beiden Qualifikationsränge ist dagegen deutlich offener. Markus hat die Pole, Sander wirkt allerdings so, als könne er jederzeit noch einen Gang hochschalten und wozu Luis, für den im direkten Vergleich die Hechtgrößen sprechen, fähig ist, wissen wir spätestens seit letztem Jahr. Bei Marcel und Patrick stottert der Motor gewaltig, allerdings bleibt den beiden jetzt etwas Zeit, um die eigene Strategie zu hinterfragen und sich ganz neu aufzustellen. Zunächst aber gehört anderen das Spotlight. Nächste Woche geht es weiter mit dem ersten Angeltag in Gruppe C, wo der amtierende Champion Toon van Ham unter anderem mit den YPC-Veteranen Daniel Andriani und Malte Gatz, Streetfishing-Spezialist Sami Mohib, JDM-Enthusiast Alex Schmidt und nicht zuletzt YPC-Comebacker Veit Wilde einiges zu tun haben wird, um den Traum von der Titelverteidigung am Leben zu erhalten. Ob der Belgier an seine Vorjahresleistung anknüpfen kann, seht ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr auf diesem Kanal. In der Zwischenzeit freuen wir uns wie immer über Kommentare, Likes, Support in unserem Online-Shop und neue Abonnenten auf lurdrop.de. Vielen Dank und ciao.